Kein Feld, nichts, keine Landwirtschaft. Wir stehen einfach nur im Busch. Einmal durchs Gemüse. Der ganz normale Stadtwahnsinn an einem Freitag in Kaolack. Tina ist gerade drinnen im Büro fürs Passavant. Wir hoffen, wir kriegen den Stempel jetzt noch schnell vor der Mittagspause. Dann gehen wir noch einkaufen zu einer Bank und dann schnell raus aus der Stadt. Also gerade das Gefühl, wir haben Freitag irgendwie immer ist besonders anstrengend, weil ich glaube, da ist wie eine Art Feiertag hier oder halt durch den Islam ist auf jeden Fall Freitag ein besonderer Tag und da ist immer mega viel los auf den Straßen und es ist echt anstrengend, dann ein Auto zu fahren. Also bin ich mit der klitschnass geschwitzt. Obwohl die Sonne heute sich hinter den Wolken versteckt, aber trotzdem ist es einfach mega anstrengend mit diesem Lärm, dem Dreck und dann den vielen Autos und Mopeds. Und ja, das ist eine Herausforderung für sich und wir sind dann immer echt froh, wenn wir wieder raus sind aus größeren Städten. Ja. Erfolgreich? Erfolgreich, wir haben 15 weitere Tage im Senegal. Geil. Ja. Gehst du ins Einkaufen und dann Bank und dann kommst du aus der Stadt. Ja, der war richtig nett. Ja? Und er hat gesagt, wir sollen uns mit der Polizei nicht abziehen lassen. Die sind verpflichtet, uns es wieder zurückzugeben. Hast du eine Kopie bekommen? Nee, er hat gesagt, dass die Polizei die Kopie nicht anerkennt. Ah, okay. Und man immer das Original zeigen muss. Ja, Zeigen, ja, wir machen es nur noch durch die Scheibe. Ja, das dachte ich auch. Ja. Der hat auch seine besten Tage hinter sich, würde ich sagen. Das haben wir jetzt schon oft gesehen, oder? In Senegal, Autos, die kaputt sind oder einen Unfall hatten, die bleiben einfach am Straßenrand liegen. Ja. Und als Warnschilder werden einfach irgendwelche Zweige auf die Fahrbahn gelegt. Ja, das stimmt. Anstatt mit einem Dreieck werden Meter Abstand oder so Zweige. Hier ist die klassische Absperrung. Hier die Zweige. So ein Warndreieck hat nicht mehr gereicht. Afrikanisches Bushcamp ist fertig aufgebaut. Richtig cooler Stellplatz hier. Bisschen abseits von der Straße, kein Feld, nichts, keine Landwirtschaft. Wir stehen einfach nur im Busch. Was sagst du? Okay, da ist jemand hängen. Wir sprechen sie lieber nicht an.
Das ist geil. Das könnte man 10-mal am Tag machen, duschen. Es war wieder so heiß heute. Jetzt haben wir noch ein Feuerchen. Aber nicht, weil uns kalt ist, sondern weil wir die Mücken vertreiben wollen. Und essen Abendbrot und beobachten noch ein bisschen die Tiere hier und den Sonnenuntergang. Oh, wieso geht das denn nicht? Das ist da alles furztrocken. Richtige Profis hier am Werk. Geht doch. Guten Morgen aus dem Buschcamp. Wir stehen immer noch hier, weil uns der Platz so gut gefällt. Wir haben jetzt hier das Video fertig geschnitten und einfach relaxed. Und das einzige Manko an dem Platz ist, dass hier halt keine Wasserstelle gibt, also dass man sich nicht erfrischen kann. Was echt hart ist bei den Temperaturen hier gerade, aber ja, damit kommen wir klar. Morgen werden wir dann weiterfahren. Wir stehen jetzt hier quasi schon am Anfang vom Nationalpark. Müssen dann gucken, ob wir einen Campingplatz ansteuern oder ob wir noch mal wild stehen können irgendwo. Kommt dann halt auf die Straßenbedingungen an im Nationalpark. Soweit der Plan erstmal. Und dann hoffen wir, dass wir im Nationalpark vielleicht mal ins Wasser können. Ich habe gelesen, dass es halt Hippos gibt und andere Tiere im Fluss. Da ist natürlich nicht mit zu spaßen, da kann man nicht einfach mal so baden gehen. Aber ich habe ein paar Berichte gelesen, dass man am Rand ab und zu mit den Einheimischen auch mal ins Wasser gehen kann. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das funktioniert, ob das so klappt. Der kleine Mann hier, der ist nur geil auf sein Fleisch, ansonsten liegt den ganzen Tag im Bus und pennt. Ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad fahren gehen heute, aber es ist wieder so sonnig und so drückend, das geht nicht. Da Sitz, Cäsar. haben wir vielleicht noch einen Hund mit einem Hitzeschlag, das wollen wir nicht. Cäsar, sitz. Du musst Sitz. schnipsen und sitzen mal. Sitz, bleib. Das letzte Mal, als wir ein Kilo Fleisch gekauft haben, war es die ersten 2 Tage noch okay und danach war der Rest komplett vergammelt. Ich glaube, es lag daran, dass es in einer Tüte war, die dann luftdicht verschlossen ist, obwohl unser Kühlschrank eigentlich bei 6 Grad ist, aber naja, hat anscheinend nicht ausgereicht, um das Fleisch am Leben zu erhalten. Deswegen müssen wir das diesmal relativ schnell an ihn verfüttern. Ja. Der Knochenknacker. Der Knochenbrecher. Guck mal, nix, hat er das weg, oder? Ja. Du hast jetzt lecker scharf gegessen, ganz viel scharf. Und jetzt frühstücken wir, okay? Jetzt ist mal wieder keine Chance, in Ruhe zu frühstücken, ja? Es wird nicht gebettelt. Es wird nicht gebettelt. Es wird nicht gebettelt, okay? Nicht betteln. Cäsar, das sind unsere Brötchen. Mhm. Du hast es scharf dafür nur für dich. Das essen wir dir auch nicht weg. Da betteln wir auch nicht. Hm? Wir haben es jetzt endlich mal rausgeschafft. Ja, es ist endlich bewölkt und wir nutzen die Chance, um rauszugehen und den Busch zu erkunden. Ja, ist auch die einzige Chance gerade, Cäsar rauszukriegen.
Weil sonst dreht er immer sofort rum und will wieder in den Bus rein in den Schatten oder unter den Bus. Ja. Und deswegen, ja, jetzt gehen wir mal auf Erkundungstour hier. Gucken, ob wir irgendwelche Wildtiere spotten können. Aber ich glaube, die verstecken sich auch gerade. Sind auch mittags auch allen zu heiß. Ja. Aber we will see. Der springt da noch, habe ich gestern schon gemerkt. Wenn das Gras ein bisschen höher ist, dann springt er da immer so niedlich rum. Der hat da richtig Spaß dran. Weißt du, was meine größte Angst hier ist? Dass hier irgendwo eine Schlange im Gras ist. Ja, Weil du siehst die ja nicht. Das Gras ist relativ hoch und dicht. Ja, ich denke genau das Gleiche. Deswegen weiß ich auch nicht, warum du hier abdurchst den Busch fährst, aber... Ja, ich habe ja immer die Hoffnung, dass die haben ja Angst vor Menschen. Na, die hören ja, wenn Die du... hören das und... Muss halt gut stampfen. Stampf einfach richtig Ja. gut. Naja, und er macht sowieso schon hier hoffentlich genug Palermo vorher. Er will halt schon immer gucken. Ja, seine Lieblingsspielgefährten. Afrikanische Rinder. Und unser Rindvieh ist auch wie verrückt nach denen. Das Gras hier ist übelst hellgrün. Wir haben uns schon gefragt, ob das wirklich nur während der Regenzeit hier hervorkommt. Weil es alles so frisch gewachsen aussieht. Alle sind mal wieder am Hecheln. Okay, die Erkundungstour endet schon wieder. Wir müssen zurückgehen, weil es viel zu heiß ist für Cäsar. Ja, es zieht gerade wieder auf und jetzt ist wieder gar kein Schatten. Also schon unter den Bäumen, aber du kannst trotzdem nicht laufen gerade. Ja. Also wenn die Wolken nicht da sind, geht nicht. Der ist gerade total im Hyperventilieren. Haben dem jetzt auch alles zu trinken, was er dabei hatten, ihm gegeben und haben selber verzichtet und haben ihn nass gemacht und jetzt müssen wir zurück zum Auto. Ja. Schade. Wir hätten natürlich super gerne noch mehr von der Gegend hier erkundet und auch ein paar Wildtiere beobachtet. Ich habe vorher ein kleines Streifenhörnchen gesehen. Es ist natürlich im Nu im Busch verschwunden, als Cäsar gesehen hat. Wir müssen uns bei den Temperaturen einfach komplett nach Cäsar richten. Wir hatten natürlich gehofft, dass es nicht sofort so krass wieder aufklart und die Sonne enorm hier runterballert. Hier sind überall solche Hügel. Wir haben schon so viele gesehen in dieser Gegend und wir haben uns gefragt, ob das Ameisenhügel oder Termitenhügel sind. Oder es wäre auch der perfekte Spot für Erdmännchen. Ja, die haben ja diese Löcher immer drin. Aber ich habe bisher immer nur Ameisen entdeckt, die da rumkrabbeln. Oder ich vermute mal, dass es Ameisen sind. Aber es ist faszinierend, was sie da für Gebilde aufbauen aus Erde. Mhm. Aber ich frage mich, wie die das machen. Ja. Das würde mich mal interessieren. Echt krass. Richtig kleine Bauwerkskünstler.